The Scapers bei Oase. 3 Aquascaper, ein Ziel: das verstaubte Image von Omas und Opas Aquarium aufzupolieren. Zeitdruck, unerwartete Herausforderungen, eingeschränktes Budget. Am Ende ein fertiges Scape stehen zu haben, ist unter diesen Umständen die wahre Challenge. Ich glaube, wir könnten über dieses Thema noch stundenlang quatschen, aber wir wollen natürlich heute auch noch was bewegen, was machen. Wir sind ja, oder ihr seid vornehmlich zum Scapen hier, und deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen zum nächsten Punkt, nämlich ihr werdet jetzt einkaufen für euer Scape, und das wird unsere nächste Aufgabe sein. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Shoppen. Ihr wisst aber ja noch nicht, welches Thema es sein wird. Seid ihr denn schon aufgeregt? Zumindest bei den Themen auf jeden Fall. Wovor habt ihr denn thematisch am meisten Angst? Also ich habe keinen Bock auf SpongeBob weg. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, so Spielzeug, was. Schön, wenn das Grazgate so total grün ist. Wenn es alles so klein ist, Physik, Schranken. Das ist für mich ein Albtraum, wenn es kein geiles Grazgate gibt. Oder wenn es hier ein Biotop gibt, was man selber aber gar nicht kennt. Okay. Ja. Wäre in so einem Fall eine kurze Recherche statt so über Smartphone. Ja, aber nur in eurem Kopf. Nur im Kopf, nicht mit dem Smartphone. Ich mach mal den Rio Negro. Das ist einfach. Okay. Das ist, glaube ich, nur schwarzes Wasser und Sand, oder? Ich glaube, ist dann nicht. Der Klo den weißen Sand nicht. Das sieht man ja nicht. Genau. Ja, ihr werdet ja gleich die Themen bekommen. Ne? Aber macht euch Einkaufen denn Spaß? Oder ist es für euch eher sowas, ja, muss halt sein, weil sonst kann ich nichts machen? Das Einkaufen ist super, aber man braucht eigentlich Zeit dafür. Wo ich das gerade ganz geil finde, halt, wenn es vielleicht mal so ein bisschen unter Druck mal gemacht werden muss. Gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, manchmal hängt man auch zu lange dann vor den Sachen vor und denkt, nehme ich das jetzt, nehme ich vielleicht lieber das andere. Und vielleicht hätte man doch einfach am Anfang das nehmen sollen, was man zuerst gesehen hat. Und das war's. Genau. Ja, so lange gucken ist nicht. Das kann ich euch schon mal verraten. Aber ja, ihr kriegt das schon hin. Ich bin gespannt, wie viel Zeit wir haben. Das verrate ich euch noch nicht. Das erklärt euch Claudia gleich. Wir versuchen so ein bisschen was rauszulocken hier. So sich verklappert. Ja, meine Lippen sind versiegelt. Das macht Claudia gleich. Die sagt euch mehr dazu, wie das Ganze gleich abläuft. Aber ich finde es ja schon interessant, weil für mich ist Shoppen zum Beispiel eine absolute Katastrophe. So. Ja, weil es egal auch dran, was du shoppen gehst. Ne? Also Klamotten shoppen und so finde ich auch richtig ätzend, aber das macht schon Spaß. Ja, Jungs, wir sind jetzt sofort da. Claudia wird euch wahrscheinlich gleich sofort in Empfang nehmen und euch alles weitere erklären. Ihr werdet dann eure Themen kriegen und dann könnt ihr loslegen. Dürfen die Themen untereinander tauschen? Nein. Sonst komme ich vorbei und tausche wieder zurück. Müssen wir so machen, dass keiner mitkriegt. Ne? So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ne? Macht das Beste draus. Okay. Vielen Dank. Hi Jungs, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Fahrt und konntet euch ein paar Gedanken drüber machen, was wir heute für euch vorbereitet haben. Wir stehen hier in Osnabrück vorm Fressnapf und wie ihr vielleicht seht, habe ich hier 3 Umschläge in meiner Hand. In jedem dieser Umschläge ist jeweils ein Thema, was euch vorgibt, wie nachher euer Scape aussehen soll, was ihr bei uns im Studio scapen werdet. So, ich würde jetzt sagen, first come, first serve, ne Jungs? Aquascape für Beginner. Aquascape mit Tiefenwirkung, okay. Das wird dann gut aussehen, aber ist ein bisschen schwieriger. Aquascape im Dschungel-Style. Das ist ja geil.
Schön. Ja, perfekt. Freue mich. So, jetzt kennt ihr eure Themen. Ich hoffe, ihr habt schon einige Ideen direkt im Kopf. Aber wir wollen es euch natürlich noch ein bisschen schwerer machen. Und zwar limitieren wir nicht nur Budget, sondern auch die Zeit. Ihr werdet gleich nacheinander in den Laden gehen und habt 30 Minuten Zeit, um alles für euer Aquascape zu kaufen. Aber da müsst ihr mit 500 € auskommen. Für euch zur Info, die Aquascaper hatten keinerlei Ahnung, welche Themen sie erwarten. Heißt, Ideen, Vorbereitung, alles fällt flach und Spontanität ist hier gefragt. Selbstverständlich hat derjenige, der als erstes in den Laden darf, einen kleinen Vorteil. Vielleicht ist da die ein oder andere Pflanze weg, der ein oder andere Stein ist nicht mehr verfügbar. Deswegen losen wir hier einmal aus. Ich habe hier 3 Schlauchabschnitte. Derjenige, der den längsten Abschnitt hat, darf als erstes rein. Der kürzeste entsprechend als letztes. Daher einmal bitte wählen. Ja, Oh ja. Judith, Ist mir hingeeilt. herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Du kannst nachher überweisen. Alles klar. So, ja, dann wollen wir mal starten. Seid ihr heiß? So, Juris, du bist der glückliche Gewinner und darfst als erstes in den Laden rein, um alles für dein Aquascape zu kaufen. Ich sehe, du hast ein Skateboard dabei. Meinst du, das hat einen Vorteil? Ich hoffe doch, damit sollte ich auf jeden Fall schneller durch die Gänge kommen. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. Hier ist dein Budget. Die Zeit läuft jetzt. Hi Kai. Hi Joris, grüß dich. Was für ein Thema hast du bekommen? Aquascape für Einsteiger. Sehr cool, ja? Ich würde gerne zuerst das Hardscape sehen und die Pflanzenanlage, mir so Überblick verschaffen. Kriegen wir hin. Wo geht's lang? Geradeaus. Fahren wir durch. Ich kann Perfekt. hinterher. Hallo. Wow, schöne Scapes habt ihr hier. Ja, ne? So, ich park das mal So, hier. also Pflanzen sind hier und Hardscape. Die großen Sachen habe ich da im Regal, Wow. auf der anderen Seite auch. Und wenn du Sehr so was schön. Kleines, Filigranes suchst unter den Pflanzenbecken oder auch, wenn du was zum Detailscapen haben möchtest, Bioprodukte habe ich auch da. Auch cool. So, hast du schon in der kurzen Zeit irgendwie so ein Layout im Kopf, was du dir Nee, vorstellst? ich will einfach mal sehen, was ihr da habt. Ja, Lass los. uns mal zu den Regalen gehen. Ich lasse mich gerne inspirieren von Okay. den Sachen, die da sind. Ja. Weil so wird ja auch ein Anfänger vorgehen. Ne? Genau, Ihr habt ein genau. Dojo, das ist super, Ja. da kann man das gleich präparieren. Genau. Das entspricht auch genau der Aquariengröße. Ist das ein Zufall? Passt ja. So, welches Aquarium hast du denn? Scaperline 90 Okay. und ja, ich denke mal, Holz und Stein kann man Ja. gut verwenden. Ich sehe schöne Flussholz, Genau. Talava, rote Moorwurzel. Lass uns mal auf die andere Seite gehen, da geht es noch ein Gibt's bisschen noch weiter. Aha, sieht schön aus. Ja. Da kann ich mir, glaube ich, sowas gut mit vorstellen. Weil für Anfänger finde ich schön Holz, was einfach zu verwenden ist. Ja. Ne? Also ich sehe hier direkt mal hier so Stücke, ich greife mal rein, ziehe mal das raus. Hier, ne? Sowas, keine unschönen Schnittkanten. Sowas finde ich, glaube ich, immer sehr anfängerfreundlich. Definitiv. Und da kann man so ein paar Dinge kombinieren. Ich glaube, Stein und Holz kann man auch schön mit einfachen Pflanzen arbeiten. klar. Anubias Fahne, habt ihr sowas da? Habe ich alles da. Auch ein paar Wunderbar. Besonderheiten nachher. Okay, also dieses Slimwood gefällt mir schon mal gut. Da werde ich gleich mal ein paar Stücke aussuchen fürs Dojo. Steine. Ich muss das Ganze natürlich in der Base sichern, Ja. damit es nicht aufschwimmt und Verstehe. ja, um eine ganze Struktur zu geben. Schwarze Lava. Genau. Galapagos. Galapagos kenne ich. Die sind schön schwer. Lava Ja. weiß man nicht, ne? Manchmal schwimmt die auf. Oh, Ja, sollte Galapagos aber ist, genau. ist relativ schwer. Das schwimmt auf jeden Fall nicht auf. Hier die Pagode, die finde ich auch ganz cool. Oder? Heißt die doch, glaube ich, so. Genau, Pagode. Ja, Das ist die dunkle Pagode. schwarze Lass uns mal auf Pagode. der anderen Seite schauen. Hakai Stone. Hakai Stone, ja. Ein ganz neuer Stein gerade auf dem Markt. Kenn den. Ich war in Japan, hab den Sehr cool. da gesehen, wo der herkommt. Ist was ganz Seltenes. Die Japaner sagen, dass der Stein ist von Käfern oder von Raupen angefressen. Also nicht wirklich, aber im übertragenen Sinne. So die Bezeichnung von dem Stein. Ja, Japanisch Also immer so Blumensprache. ne? Ja, genau. Ja. Das ist wie so angefressen, der Stein sieht er aus. Deswegen sagen die so. Und interessanterweise wird er in Japan nicht nach Kilo verkauft, sondern nach Grades, wie bei Garnelen. Da gibt es ja auch so Abstufungen. Verstehe. Und je schöner der Stein, je mehr solche Ja. Desto höher der Strukturen hat. Genau. Lass uns kurz nach den Pflanzen schauen. Ja, klar. Und dann Grade. Also hier habe ich das In-vitro-Regal. Habe ich auch ein paar Neuheiten dabei, die jetzt gerade neu auf dem Markt sind. Gut zu Philandra.
Needle Leaf, cool. Mit Needle sehr Leaf, schön. Minicoin, die Cryptocorinori. Ah, die kenne ich noch nicht. Die habe ich Ganz, gesehen. ganz neu, also eigentlich noch gar nicht im Handel. Ja. Ah, die hat so eine schöne Blattstruktur. Ja. Erinnert ein bisschen an die X purpurea. Guckt mal die Portionen an, die sind riesig. Ja, Voll manchmal geil. kommen die sehr gut. Ja. Ja, im Sommer wachsen die Pflanzen schneller in der Gärtnerei. Lass mal rübergehen zu den Fahnen. Windelow-Fahnen, Trident. Genau, ein paar Volvitis. Aquadecor sind auch noch dabei von Trident. Aha, okay. Ja, das ist cool. Da gibt es noch Mini-Holz. Ne? Aber ich glaube, ich habe jetzt einfach mal nicht so viele Details. Ist ja für Anfänger. Okay, also ich werde auf jeden Fall Anubias Buzenfahne. Ja. Komm rein. Ich finde Mobitis-Fahnen schön, weil der bildet keine Adventivpflanzen. Ich finde, das ist immer so bei den Microsorum-Arten. Ist ein bisschen pflegeintensiver. Du musst diese Adventivpflanzen entfernen. Deswegen mag ich den Bulbitis. Auch dieses leicht transparente. Ich finde, das ist ein schöner Kontrast zu den Anubias, weil bei den Microsorum die Farbe, die verschmilzt ein bisschen. Dann kriegen wir einen schönen Kontrast, das dunkelgrüne. Gut, damit haben wir den Mittelgrund eigentlich schon safe. Anubias, Fahne. Ich brauche was für den Vordergrund. Ja. Vielleicht In-vitro-Regal. Ja, ich hätte auch kleine Cryptocorin. Die Albida Brown. Vielleicht auch als schöner Kontrast zu diesem dunkelgrün. Und Hintergrund. Ich sehe eine Tigerlotus. Ja. Was farbenfrohes für Anfänger. Ne? Ist ein Eyecatcher. Richtig. Mal was Rotes, einen richtigen Farbtupfer. Finde ich, das gehört irgendwie rein. Kann man auf jeden Fall reinmachen. Ne? Vor allem mit dem Holz. Genau. Was haben wir hier? Ein paar Stängelpflanzen. Genau. Ja, das ist jetzt die Frage. Was mache ich mit dem Hintergrund? Ich sehe Vallisnerien. Ja, wollte ich gerade sagen. Eine schöne Wand mit Vallisnerien hinten. Dann das Black Slimwood nach vorne. Ja, Das ist noch recht anfängerfreundlich. Du kriegst einen schönen Vorhang. Ja. Ja. Und die Vallisnerien, die wachsen alles zu. Die kommen auch schön nach vorne. Hat der Anfänger viel zu tun. Die Ausläufer wieder entfernen. Genau so ist es. Ja, okay. Ja, dann haben wir doch alles relativ grün. Wir brauchen noch ein paar Farbtupfer. Die Nymphoides ist ein Farbtupfer. Ist das die Palustris? Ja, Palustris Super Red. Palustris Super Red haben Auch wir recht hier. groß diesmal gekommen, genau. Ja. Okay, lass mal noch mal die kleinen Vordergrundpflanzen gucken, was wir da haben. Die Albida Brown hätte noch etwas Farbe. Ja, da kann man auf jeden Fall einen kleinen Kontrast machen. Und wir brauchen einen super pflegeleichten Bodendecker. Aber ich glaube, den nehmen wir wirklich aus dem In-vitro-Bereich. Hier, Siamensis 53b, 53b. Ist auch deine Favoritpflanze bei den Hygrophila? Die hat so schmalere Blätter Ja, genau. als die normale Siamensis und ich finde, die wird richtig buschig. Die bildet Seitentriebe ohne Ende, ist ein krasses Ding. Ja? Zusammen mit einer Bacopa ist es, glaube ich, ein Top-Hintergrund, easy Pflanzen. Ja, weil du hast ein bisschen längliches, kleines, rundliches an Blättern, genau. ein schöner Mix. Genau. Eine rote Tigerlotus dazu. Ja. Ja. Ich würde sagen, da steht das schon fast. Bodendecker? Bodendecker. Wollen wir mal schauen gehen? Genau. Ja. So. Also recht pflegeleicht. Bekannt ist ja das Brasiliengras. Schauen wir mal, wo haben wir es denn? Die Eleopsis. Eleopsis brasiliensis. Wächst zwar extrem langsam, kennst du ja bestimmt, aber wirklich recht einfach. Ja, finde ich auch. Lässt sich auch ganz gut hier in vitro teilen zum Setzen. Genau. Könnte ich mir vielleicht sogar gemischt mit Monte Carlo. Oder? Aber wieder ein schöner Farbkontrast. Nee, Marsilea, hast du Marsilea da? Marsilea müsste auch noch da sein. Weil das hat so kleine ründliche Blätter. Ich glaube, hier, Marsilea Ja, genau. Minuta. Hirsuta, hier, die etwas größere Hirsuta, die ist anfängerfreundlicher, die ist in der Easy-Kategorie. Weil es ein Anfängerscape ist, kann man hier auch ganz gut auf das Ampelsystem von Tropica achten. Richtig. Die haben dieses Easy, Medium, Advanced. Das heißt, ich nehme alles hier aus der Easy-Kategorie. Dann ist es für die Jungs und Mädels dann super zum Nachbauen. Perfekt. Okay, cool. Sehr cool. Dann brauche ich einen Einkaufswagen. Ja, den hole ich dir einmal her Ja. und dann geht's los. Ein Tipp, den ich jedem geben kann, der sowas mal macht, in so einem schönen Geschäft wie eurem, sich einfach mal ein paar mehr Sachen mal so mitnehmen Ja. und dann zu diesem Dojo gehen, also Sandkasten, und dort einfach mal ein bisschen rumprobieren und üben, weil man merkt schnell, was da irgendwie gut passt und was nicht. Ja, raff dich einfach mal durch. Ja, manchmal muss man hier das halbe Regal leer räumen, um an die guten Stücke zu kommen, die ganz hinten irgendwo liegen. Die sind alle relativ gerade. Ich muss mir gut überlegen, ob ich gerade oder geschwungen bin. Das ist auch noch ein Teil. Nach Möglichkeit versuchen, möglichst homogen gleiches Hardscape auszuwählen. Verstehe. So, was haben wir
hier noch ein paar gerade geschwungene Sachen. Ich nehme jetzt einfach mehr, als ich brauche, und was übrig bleibt, das gebe ich einfach wieder zurück. Was ist dein Budget, was du bekommen hast? Ah ja, gute Frage. 500 Euro. Du darfst gerne einpacken. 500 Euro. 500 Euro, okay. Wir machen erstmal gleich das Hardscape Ja. fertig, dann kalkulieren wir durch, wie viel wir haben, und dann gucken wir, was übrig ist für die Pflanzen. Hört sich nach einem Plan an. Bodengrund ist, glaube ich, im Budget nicht mit drin. Das kriegen wir von Oase bestellt, so viel wir brauchen. Das Sehr heißt, cool. Hardscape-Pflanzen, eventuell Dekosand, wenn ich brauche. Ich möchte aber, glaube ich, keinen Sand verwenden, weil ich finde, für Anfänger Sand Ja. und Soll zu trennen ist ein bisschen schwierig. Höherer Pflegeaufwand, korrekt. Lass uns rüber zum Dojo gehen. Ja. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder aus der Mitte heraus nach außen gehen mit dem Ja. Hardscape. Ja. Ich bringe immer dieses konkav-konvexe durcheinander. Und ich versuche mir immer eine Eselsbrücke zu merken. Konkav mit A, wie Buchstabe A. Das heißt, mir Konkav ist ein nach außen, Innen, genau, und konvex konvex nach ist innen. V. Genau. Eher so nach außen gehend. Das heißt, eher von außen und in der Mitte halt was frei. Oh, die hacken sich aber auch schön ein hier, Ja. muss ich sagen. Ja, so. Was ich jetzt noch berücksichtigen kann, ich habe Werkzeug, das heißt, ich kann die Wurzeln auch zersägen. Sehr gut. Oder ich kann sie auch brechen, weil wenn ich mir die hier angucke, okay, ich will jetzt nicht angeben oder mich nicht blamieren, besser gesagt, weil, oh, das kann man brechen, dann geht's doch nicht. Ja. Ich finde, da muss man sich ein bisschen Zeit lassen bei der Auswahl. Deswegen habe ich auch explizit gefragt, wie es aussieht. Darf man die Sachen mit nach Hause nehmen, weil es wäre schon jemand anders dran, zu Hause, bei einem angenehmen, ich weiß nicht, Getränk, was auch immer man gerne trinkt. Ja, kann man sich Wie da lange wirklich brauchst gemütlich... du so, wenn du zu Hause ein Hardscape gestaltest? Ich glaube, die gehen auf jeden Fall zurück. Gibt es von dem noch kleine Wurzeln? Ja, gleich unter dem Pflanzenbecken. Genau, dann nehme ich da vielleicht noch mal 2 Stücke spontan mit. So, auf der anderen Seite habe ich noch 2 Größen, das S und das M. Ja, S ist mir schon zu klein. Ich brauche hier die Größe, weil damit kann man super ergänzen, ja, falls es mal nicht so perfekt ausbalanciert ist. Oh, sehr schönes Holz. Ich kann mir vorstellen, dass die anderen vielleicht da auch zugreifen werden. Ist ja sogar für ein kleines mit 60er super. Ja, echt cool. Ich glaube, das reicht. Ne? Anfänger muss jetzt nicht zu kompliziert sein, das Hardscape. Ich nehme mal die 2 Stückchen noch mit. Ich muss auch gucken mit dem Budget. Vielleicht werde ich nachher noch ein paar Wurzeln gegen Pflanzen eintauschen müssen. Ja. So. Wo packen wir die hier rein? Vielleicht da so. Ja, das sieht schon ganz gut ausbalanciert aus. Stecke ich dich da noch mit rein? Ich glaube, die ist jetzt tatsächlich zu viel. Ich glaube, das reicht mir. Das ist schon ganz gut Ja. Holz, finde ich. Ja, die spare ich mir dann. Okay, ich brauche Steine. Mini-Landschaft ist direkt hinter mir. Richtig? Du hast noch 10 Minuten. Oh, weia. Okay. Scheiße, ich muss mich beeilen hier. So, Tiefenentspannt. Sag Okay. mir, was ich dir für Pflanzen rausholen soll. Ähm, Anubia? Kleine Anubien? okay, lass mich mal durchzählen. Ich brauche 3 Töpfe Bulbetis. Ja. Anubias, da waren Bucephalandras, die Wavy, die war super. Ja. Von der 1, 2, 3, 4, 5, 6, mal 7 Töpfe an Die Wavy, genau. Die Wavy, eine Tigerlotus, Ja. 2 Töpfe Vallisneria, die wachsen schnell. Und jeweils 2 Töpfe von der Hygrophila siamensis und von der Bacopa, auch 2. Dann haben wir 4 Stängelpflanzen plus 2 Vallisnerien, eine Tigerlotus, vielleicht sogar in die Mitte. Ja. Ich bräuchte dann hier nochmal eine Kryptokorine oder so, abzugrenzen. Wolltest du die kleine Albida Brown haben? Das ist Rot vor Rot, Ja. da würde ich eher dann grün nehmen. Ja. Können wir gleich zusammen gucken. Gut. Ich mache das mit den Steinen. Und ich suche dir schon mal die Pflanzen Warte mal, aus. machen wir es mal anders. Ja. Du kannst die Pflanzen aussuchen, wir beeilen uns.
Gib mir einfach von der Größe mal einfach ein paar Steine nach. So machen wir das. Ich lege dich hier rein, dass das gut aussieht und alles hier festhält. Ja, weil beim Hardscape setzen bin ich dann doch schneller. Ja, Wurzeln finde ich, da muss man wirklich drauf achten, dass es gut passt. Gerne was bisschen kleineres. Also kleiner als ein Apfel bitte. So, das ist eine ganz gute Abgrenzung, finde ich so. Wir haben hier 6 Steine. Du sagtest bei Vio, gibt es da Mini-Landschaft so als Pack? Ja. Ja, da ist eine gute drin, der ist recht groß. Okay. Alles klar, müssen uns beeilen. Wie viel Zeit bleibt noch? Gefühlt etwa 5 Minuten. Gefühlt 5 Minuten. Okay, Pflanzen. Gut. So, was habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 5 von den Dingern hier. So, legst du mit hier rein. Genau. So, haben wir schön die hier. Bolbitis. Ja, nimm mal 3 Stück davon. Ja. Drüben sind die anderen Stängelpflanzen. Oh, das sind richtig geile Pötte. Einfach drauf. Richtig schöne, volle Töpfe. Genau. So, und So, dann Cryptocorin wolltest du noch, ne? ja, wir können aber die Nuri nehmen, die wir vorhin in der Hand hatten. Ja. Wo hole ich die schon mal her? Wie viel magst du denn haben? 2 oder 3? Von der Cryptocorine reicht mir einer. Einer sogar, okay. Oder warte mal, ja, wir müssen uns so ein bisschen. Ja, von der Albidan nehmen wir was. Das ist auch hier schön groß. Dann nehmen wir mal 2 davon. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt budgettechnisch macht. Müssen wir gleich mal hier kalkulieren. Ja. Beziehungsweise machen es an der Kasse, dann zögern wir die Zeit hinaus. Wenn es nicht passt, dann gebe ich es an der Kasse zurück. So, Cryptocorin Nuri. Nuri, die kommt in die Mitte vor die Tigerlotus? Genau. Marsilea hisuta. Ich nehme hier mal 3 Töpfchen. Genau. Was hatten wir? Lelopsis brasiliensis. Genau. Die war hier. Hier. Und Nehmen wir auch mal. Monte Carlo hast du noch gedacht. Nee, die habe ich mir anders überlegt. Habe ich mir tatsächlich anders überlegt, weil Hisuta, Marsilea ründlich, Lelopsis länglich. Verstehe. Das passt schon. Gib mir 3. Habe ich. So. Gut, dann müssen wir jetzt an die Kasse, die Pflanzen in die Tüten rein. Genau. Schon mal die Schilder. Beziehungsweise, ja, wir müssen irgendwie das zusammenrechnen. Ich kann das nicht im Kopf. Das musst du machen. Kannst du das? Ich versuch's. Also ich vermute jetzt mal so Pflanzen roundabout 220, 230 €. Das könnte hinkommen. Das könnte die hinkommen, Wurzeln waren so jeweils 20. Ich glaube, da bleibt sogar noch was übrig. Ja. Ich brauche noch ein paar Pufferpflanzen. Das wäre Vordergrund, kann reinwachsen, finde ich. Hintergrund, das sind die schnell wachsenden Pflanzen, das ist gut gegen Algen. Das heißt, da würde ich lieber noch mal was für den Hintergrund nehmen, damit es halt schön reinwächst und da so ein bisschen algenvorbeugend ist. Die Siamensis 53b, hier schön easy Kategorie, die wächst sehr gut, sehr schnell. Und dann bleiben wir quasi einfach im Thema und mischen nicht zu viel. Ich brauche noch mein Skateboard. Was ist das? Hi. Okay. Umschlag hast du? Jetzt alles mal drauf. Okay. Die hat er schon? Jetzt bin ich doch ins Schwitzen gekommen. Ja. Oh, was zeigt die Uhr an? 135. Wo ist der Bildschirm? Wo ist der Bildschirm? 10, 9, 8, 7, 6. Jetzt kennst du langsam. 4, 3 und stopp! Genau. Hast du gerade, ne? Ja, ich hab das auch gerade. Boah, ich muss mal durchatmen. So, jetzt können wir ruhig machen, ne? Schön entspannt. So.
350, 370 und 80. So. Ja, Joris, kam es ganz schön ins Schwitzen, oder? Ja, ich habe die Zeit voll irgendwie außer Acht gelassen. Ich habe sie echt ernst gemeint mit den 30 Minuten. Ja, also es war wirklich on point. Keine Sekunde länger hättest du brauchen dürfen. Ja. Kai, lieben Dank für die Unterstützung. Sehr gerne. Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei dem Projekt und ich bin echt auf das Ergebnis gespannt. Ja, ich hoffe, das wird's. Dann hast du jetzt erstmal Pause und kannst dich ein bisschen erholen. Ja. Super. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao. So Adri, noch wirkst du ja ganz tiefenentspannt. Ich glaube, das wird sich gleich ein bisschen ändern. Du bist der Zweite. Ja. Ich hoffe, Joris hat ein bisschen was für dich übrig gelassen. Das hoffe ich auch. Das ist dein Budget. Dankeschön. Die Zeit läuft jetzt. Ja. Minutes left. Oh, sag, da. Ah, hi AT. Hi Kai, grüß dich. Was hast du für ein Thema bekommen? Dschungel. Abmarsch. Los, komm. So, zeig mir erstmal, wo es günstige Sachen gibt. Wo es günstige Sachen? Ja, was ist hier nicht so teuer? Ja, also Dschungel, da stelle ich mir irgendwas ein bisschen verschlängeltes, filigranes vor. Ich habe hier sehr schöne Moorwurzel, Fingerholz. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Wenn du es ein bisschen kräftiger haben willst, die Flusshölzer. Ja. Komm mal mit auf die andere Seite. Hier habe ich auch noch eine Art Flussholz oder Black Slimwood. Ein bisschen was Filigranes wieder. Ja, das ist ganz cool. Da habe ich letztens auch schon mal mitgearbeitet. Das ist ganz cool. Ich brauche Bäume. Bäume. So. Ich brauche Bäume, ich brauche Preise. Was kostet bei euch die Korkeiche? Die Korkeiche. Die großen Stücke sind per Kilo. Finde ich auch was ganz Tolles. Ja, da muss nicht so viel Moos dran sein tatsächlich, weil wenn da zu viel Moos dran ist, ist das halt... Also ich sag mal so ein Stück im Schnitt so zwischen 7 bis 15 Euro, je nachdem wie schwer das ist. Okay, also geht auch tatsächlich nach Gewicht, ist nicht Ja, schlecht. das geht nach Gewicht. Okay, da sehe ich gerade, ist schon ausgezeichnet. Ich glaube, ist mir aber tatsächlich zu gerade. Warte, dann zeige ich noch mal kurz Steine. Hier eine ganze Menge. Der Hakai Stone passt nicht. Bei mir wird das wahrscheinlich Mini-Landschaft werden. Ja, habe ich hier auch noch etwas größere liegen hinter dir? Wenn Ja. du so einen Mainstone noch irgendwo verbauen möchtest. Sind die... Ah, das ist Stückpreis, ne? Ja, das ist Stückpreis bei dir. Okay, gut. Würde ich sagen, wo darf ich dir das mal geben? Das nehme ich schon mal, ja. Was So, hast du für ein Budget bekommen? 500 Euro. Ja, dann. So, also die zwei nehme ich schon mal. Kleine Steine. Ich tue sie hier oben einfach schon mal in die Buddelkiste mit rein. Ja, gerne. So. 12,99 das Stück. In der nächsten Folge. So, erzähl mal, was hast du für ein Projekt bekommen? Ich habe Tiefenwirkung bekommen. Hey, ich räume das jetzt alles aus. Mach einfach. Lass nur die Regale heile. Ich versuch's. Die Kiste ist schon kaputt gegangen. Könnt die Oase in Rechnung stellen. Ja. Lars, was für dich von Fressnapf. Okay. Ja, das war schon Folge 3 von The Escape. Falls ihr es nicht bis nächste Woche Freitag abwarten könnt, wo wir dann mit Folge 4 ins Rennen gehen, schaut doch hier nochmal die vorgehende Folge an. Hier unten findet ihr auch die Playlist mit allen weiteren Folgen. Lasst auch gerne ein Abo und ein Like da, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. In der Beschreibung findet ihr wie immer alles, was das jetzt wert. Also unseren Aquarium-Guide, unseren Händlerfinder, damit ihr euren passenden Partner zum Einstieg finden könnt und so weiter und so fort, findet ihr alles in der Beschreibung. Falls euch noch was fehlt, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ansonsten würde mich auch gerne interessieren, was ihr glaubt, wie Adri und Tobi mit ihrer Zeit hinkommen. Schreibt es gerne in die Kommentare. In dem Sinne, viel Glück und bis nächste Woche. The Escapers bei Oase.